Man muss nicht dem Tod von der Schippe springen oder irgendwelche außerkörperlichen Erfahrungen haben, um sich als Mensch nachhaltig verändert zu fühlen. Es reichen diese Momente, in denen man so ein mulmiges Gefühl im Bauch hat, weil man das noch nie gemacht hat und sich dann aber sagt, ich kann das und ich mach das jetzt. Und das, was dann passiert, ist das, was uns als Menschen wirklich wachsen lässt. Ist ja gerade wieder platt, ey. Johannes ist mal wieder irgendwo abhanden gekommen. Alter! Wir wohl umdrehen müssen. Bisschen merkwürdiges Gefühl, um alleine unterwegs zu sein. Weiter geht's, ne? Nach der späten Ankunft am Vortag sollte es an diesem Tag über die Trans-Euro-Trail-Route durch das Theth-Tal gehen. Morgens gab es erstmal ein schönes Frühstück inklusive selbstgemachter Marmeladen der Gastgeber. Die Hütte schien recht neu gemacht, nett, außen aus Holz und auch innen recht schön ausgekleidet. Aber im Badezimmer waren die Sachen irgendwie noch nicht ganz fertig. Einen Duschvorhang gab es nicht und an der Decke hingen offene Stromkabel, also ohne abisolierte Enden. Als wir das entdeckt haben, meinte Johannes zu mir ganz selbstsicher, ach, da ist doch kein Strom drauf. Sprach's. Ich sehe erstmal nur gleißendes Licht und dann Dunkelheit. Ja, Strom war drauf, eine Sicherung allerdings nicht. Hey, jetzt hast du mal einen Job. Machst du mal ein Foto? Ja, im Editing kann ich alles noch verschieben, gell? Ich baue noch einen anderen Berg ein und so. Das Örtchen Theth selbst scheint wirklich nur ein Zwischenstopp für die ganzen Wandertouristen zu sein. Die erkunden von hier aus das Theth-Tal, den Nationalpark und auch Valbona. Es gibt keine Tankstelle, keinen Bankomat und noch nicht mal einen kleinen Supermarkt. Das heißt, man sollte sich wirklich mit allem Nötigen eindecken und mit möglichst gefüllten Tanks anreisen. Die Locals lassen einen auf den Schotterpisten auch gerne mal vorbei, allerdings nicht alle Locals. Death Road? Das kommt jetzt hin, ja. Locker easy. Ja, richtig hier hoch. Ja, die sind ja hardcore drauf, Alter. Der ist hier voll an meiner Tasche lang geschrubbt. I'm about to die.
Alter, wie der hier hochgeknackt ist. Ey, der kann nicht wieder anfahren. Der ist an meiner Tasche entlang geschrubbt, hast du es gesehen? Nee. Der hat mich nach hinten gezogen. Was ein Erlebnis. Warm, ey. Ich denke mal, wenn wir jetzt heute einfach dieses Skoda als Ziel nehmen, dann passt das ganz gut, oder? Ja, bei dem Gelände. Bei der Hitze, dem Gelände, da können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Jetzt wie Sau unter der Leine. Öfter mal Pause machen. Da können wir auch genug Fotos machen. Ja, für mich ist das jetzt bisher Highlight, muss ich sagen. Das ist echt Hammer. Mr. Coordination. Dachte eigentlich baden gehen ohne Kombi. Na Junge, wie läuft es? Ist ja gerade wieder platt, ey. Ist doch gar nicht so weit, ey. Mit Alukoffern will ich hier nicht rumfahren. Pass auf, da kommt noch einer. Hey. Österreicher. Fahren lassen, oder? Wieso? Genau das. Es hat keinen Zweck, hinterher zu fahren. Wenn man muss bremsen, dann passiert genau das. Ich muss halt selber gucken, was ich mache. Am Ende war es meine Schuld, ich bin zu nah hinterhergefahren. Johannes hat nichts gemerkt und die Fassade begann so langsam zu bröckeln. Ich muss halt selber gucken, was ich mache und nicht den anderen hinterherfahren, ne? Alles gut! Danke! Ich rufe ihm erst auf Deutsch zu, merke dann, hey, ich bin ja in Albanien. Und am Ende hat er dann aber doch ein deutsches Kennzeichen, wie so viele hier draußen. Getrost. Alles halb so wild, ich hab's auf Kamera. Mal wieder auf der rechten Seite. Ich glaube, die rechte Tasche kann ich bald schon eine neue kaufen. Ich bin dreimal an irgendeinem Felsen hängen geblieben, dann hat mir der Typ mit dem Mercedes noch eine Stramme reingemacht. Scheiße! Ja, zugegebenermaßen bin auch ich durch die hohen Temperaturen, ein paar blöde Unfaller meinerseits und weil wir allgemein so schleppend vorankommen, etwas gereizt. Oh, sorry. Genius Move. Keine Ahnung was. Vergleichsweise geht's mir aber noch super. Da ist noch dran.
Ja, ich glaube, ich versuche hier zu dem Zeitpunkt auch einfach mit ein bisschen Humor die Situation allgemein zu erheitern. Ist ein Keks? Aber mir ist zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich klar, wie viel Frustration sich da gerade entlädt. Alter, ist das warm. Der Schwierigkeitsgrad der Strecken variiert immer mal wieder. Manche von den Brocken hier sind echt nicht ohne. Auch auf der Taiga ist es nicht unbedingt einfach, aber wenn man sich nur häufig genug daran erinnert, locker zu bleiben und das Motorrad die meiste Arbeit machen zu lassen, dann findet es so eigentlich seinen Weg da durch. Okay, jetzt wird lustig. Aber auf der BMW ist es ganz offensichtlich eine völlig andere Geschichte. Wir sind fahrtechnisch aus meiner Sicht auf einem ähnlichen Niveau. Und das, was Johannes hier zeigt, ist ganz klar Schmerz. Aus. Warum immer bei den dummen Sachen? Immer bei den dummen Sachen. Immer bei den Scheiß. Das war jetzt aber auch echt brutales Stück. Ich denke mal nicht, dass das viel weniger wird. Jetzt echt 5 Liter am Tag saufen. Ich habe auch einfach keinen Bock mehr am letzten Tag noch die Knochen zu brechen, weil wenn ich jetzt weiterfahre, tue ich das. Ich habe jetzt schon keine Kraft mehr, das Zurückkommen. Das ist schon schwierig genug. Jetzt noch 50 Kilometer mehr von dem Zeug, da wenig. Breche ich mir irgendwas, tue ich mir weh. Tut mir leid. Nein. Wir werden wohl umdrehen müssen. Ja. Also, es gibt 2 Optionen. Zurückkommen tue ich. Das ist nicht das Problem. Naja. Ist nur die Frage, ob du es dir zutraust, Wenn du jetzt schon so schnaufst. den Rest da zu fahren. Ja, tue ich. Aber ist nicht so geil, dass du alleine zurückfährst. Ich nehme ihm absolut nicht übel, dass er sich entschieden hat, hier nicht mehr weiterzufahren und kann es zu 100% nachvollziehen. Das war die richtige Entscheidung. Er hätte am nächsten Tag sowieso wieder nach Hause umdrehen müssen. Da fährt er. Das war's. So, Johannes hat gerade den Rückzug angetreten. Die albanischen Straßen hier im Tet Nationalpark waren dann doch eine Nummer zu groß. Ihr seht es vielleicht so ein bisschen in meinem Gesicht. So ganz wohl ist mir bei der Sache dann doch nicht. Und wahrscheinlich versuche ich mich ja auch einfach selbst davon zu überzeugen. Sobald Johannes die erste Kurve umrundet hat, setzt bei mir dieses Gefühl ein, was mache ich hier eigentlich? Ist das eine gute Idee? Wir sind heute gerade mal 22 Kilometer gekommen bis jetzt. Wir haben jetzt Viertel vor 4, 10 vor 4. Sieht aus, als wären es noch ca. 35 Kilometer im gleichen Terrain. Jetzt erstmal schauen, dass ich von diesem Berg runterkomme, damit ich hier nicht in der Dunkelheit rumfahren muss. Ein bisschen merkwürdiges Gefühl, immer alleine unterwegs zu sein, aber ich komme schon klar. Ja, weiter geht's, ne? So eine Strecke wie hier habe ich noch nie in meinem Leben alleine gemacht. Und zu zweit ist das einfach was völlig anderes auf psychischer Ebene. Diese Gewissheit, die ich gerade eben noch hatte, dass wir das schaffen, die ist auf einmal extrem fragil. Ich bin wahrlich kein draufgängerischer Typ.
Und ich muss echt die Zähne zusammenbeißen und einfach losfahren, damit ich diesen Schwung vom Vormittag nicht verliere. Damit ich diesen mentalen Schub, den ich jetzt gerade noch so habe, nutzen kann. Einfach geil hier. Ist doch der reinste Wahnsinn. Versteht mich nicht falsch. Es macht Spaß, hier zu fahren, die Natur zu erleben und immer wieder sind auch Leute da, sodass ich mich zumindest im Moment noch nicht völlig alleine fühle. Die beiden Jungs hier zum Beispiel, die, wenn ich mich richtig erinnere, aus Litauen kamen und ein Problem hatten, weil sie das Hinterrad von der einen Maschine nicht ausbauen konnten. Ja. Hi. Hast du gerade angefangen? Nee, komm aus Bosnien. Ah, okay. Aber Ich konnte ihnen dann schnell noch ein Werkzeug ausleihen. Wir haben ein bisschen gequatscht, aber dann musste ich auch schon direkt weiterfahren. Was für ein Bike hat er? R1100 GS. Ah, okay. Ja. Gut. Willst du nochmal... Gut, ja. Also hier geht's. Hier geht's. Ich weiß nicht, wie war es dort, aber Ziemlich heavy. ja, Ja. Dann ist es wahrscheinlich eh. Habt ihr was dagegen, wenn ihr in dem Video seid? Nein, Gut. bin ich gerade auch. Gerade nicht, ne? Irgendwann vielleicht. Kommt später. Alles klar, mach's gut. Ciao. Das kurze Treffen mit den zwei Jungs gibt mir definitiv einen Motivationsboost. Einfach weil ich nicht mehr das Gefühl habe, so krass alleine zu sein hier draußen. Die Strecke ist auch erstmal wieder ein bisschen einfacher und die Aussichten sind so krass, dass ich gar nicht viel Zeit habe, darüber nachzudenken, was ich da eigentlich gerade mache. Holy shit. Ist das ein Knaller hier. Ich glaub's nicht. Mensch, die Karre sieht aus. Es bleibt aber immer noch eine Fahrt ins Ungewisse und die Strecken sind nicht nur grob, sondern auch unberechenbar. Plötzlich sehe ich mich mit diesen riesigen Pfützen konfrontiert, mit denen ich als allerletztes gerechnet hätte. Und eine davon ist so tief, dass ich das Gefühl habe, kurz vorm Absaufen zu sein. Es ist wirklich atemberaubend und diese natürliche Schönheit und das Abenteuer des Ganzen ist, glaube ich, das Einzige, was mich überhaupt noch mitzieht. Wir sind auf der Route. Die linke ist die falsche. Jedes Mal, wenn ich auf die Karte schaue, habe ich das Gefühl, dass es überhaupt nicht enden will. Das sieht auch noch ganz schön viel Offroad aus. Und je länger es dauert, desto mehr setzt bei mir das Gefühl ein, dass ich keine Zeit mehr habe, dass ich schneller fahren muss, dass ich nicht mehr anhalten darf. Und was passiert, wenn ich es nicht vor Sonnenuntergang hier runter schaffe? Gleichzeitig beginnen natürlich auch meine Kraftreserven zu schwinden. Es war ein extrem heißer Tag. Ich weiß ganz genau, dass wenn mir mein Motorrad in so einer engen Kehre umkippt, ich ein richtiges Problem habe. Mitten im gar nichts. Aber ich stecke so tief drin, Kurz wirken lassen, ey. dass ich jetzt nicht mehr aufgeben kann. Und so langsam beginnen sich die Dinge zu lichten. Jetzt muss ich doch noch ein Foto machen. Die Strecke geht bergab und ich habe das Gefühl, dass das Ende langsam in Sicht kommt. Nur noch ins Tal runter.
Wann haben wir's? An diesem völlig menschenleeren Ort, nach so einem Tag dem Sonnenuntergang entgegenzufahren, diese ganzen visuellen Reize aufzunehmen und gleichzeitig die Gefühle des Tags zu verarbeiten. Es ist so ein wilder Mix an Emotionen. Und dann treffe ich auch noch auf diese Forstarbeiter und habe dieses bizarre Erlebnis. Gerade eben bin ich noch an einem LKW vorbeigefahren. Der Fahrer sprang raus, sah mich, signalisierte mich rüber. Ich habe angehalten. Wir konnten natürlich kaum kommunizieren, aber er hat signalisiert, dass ich ihn mitnehmen sollte. Da musste ich leider ablehnen. So gerne ich diese Geschichte irgendwann mal erzählen würde, dass ich einen mitgenommen habe. Das kann ich nicht machen. Nicht auf dieser Straße. Und ich glaube, es ist auch dieses Adrenalin hoch vom ganzen Nachmittag, an dem ich mich durch dieses Gelände gekämpft habe. Völlig alleine, was ich vorher noch nie so gemacht habe. Und diese Adrenalinwelle, die jetzt langsam abklingt und ich noch ins Tal hinunterreite, die zieht mich die letzten Kilometer noch mit. Aber so ganz weg ist der Bammel immer noch nicht. Und als ich dann endlich den Asphalt sehe, da fällt mir so ein Stein vom Herzen. Dass ich nur noch niederknien kann vor diesem Motorrad, das mich da durchgebracht hat. Und ich bin so unfassbar stolz auf das Bike, auf mich, auf uns als Team und diesen Moment. Yes! Und liegt nicht daran, dass es irgendwas ist, was kein anderer schaffen könnte. Die Strecke ist nicht so krass, aber es ist für mich zu dem Zeitpunkt einfach so ein unglaublich transformatives Erlebnis, das mir beigebracht hat, dass man mit ein bisschen Selbstvertrauen, etwas Glaube an sich selbst, Dinge erleben kann, die sonst nie greifbar wären. Ich sag's zum 100. Mal, aber die Natur im Thethtal ist wirklich atemberaubend. Und es war am Ende dann doch schade, dass ich nicht mehr Zeit hatte, da zu verweilen. Ich habe auf der gesamten Reise so viel darüber gelernt, was mir auf einer Motorradreise wichtig ist. Ja, die großen Tagesetappen machen Spaß, aber der Genuss und das Verweilen an den richtigen Orten und in den richtigen Momenten sind das, was solche Reisen unvergesslich macht. Manchmal verstehe ich im Nachhinein überhaupt nicht, warum ich durch gewisse Orte durchgehetzt bin. Natürlich hat man immer den Zeitdruck aufgrund begrenzten Urlaubs. Man nimmt sich unglaublich viel vor, setzt sich ganz viele Ziele und versucht dann nichts zu verpassen. Ein großes Learning war für mich in den letzten Jahren aber, sich lieber weniger Ziele zu setzen und die dann ganz zu genießen. Nur so habe ich auch die Zeit für die unerwarteten Entdeckungen und habe die Flexibilität, mich auf den Moment einzulassen. Schließlich ist eine Motorradreise ja keine Checkliste, die man abhaken muss, sondern ein facettenreiches und unglaublich vielfältiges Erlebnis. Was? Was flugst du da rum? Ist alles scheiße. Hä? Läuft die Kamera eigentlich? Ja. Da ist